Ja, willkommen zurück. Schön, dass du da eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich euch mal einen kleinen Überblick geben, was die Serien bzw. die Garmin-Uhren angeht. Ich möchte euch mal zeigen, welche Serie was kann bzw. welche für dich geeignet ist. Wir haben hier zum Beispiel die VivoMove-Serie, aber auch die Venue-Reihe bzw. die Forerunner-Serie und natürlich dürfen dann auch die Apex Phoenix-Uhren und auch Enduro 2 hier nicht fehlen. Ich zeige euch einfach mal ganz kurz, was welche Uhr kann, welche für dich am besten geeignet ist. Ja, der Anfang macht hier die VivoMove-Reihe. Das ist jetzt hier in dem Fall die Trendversion. Das ist die neueste Uhr, die jetzt aktuell erschienen ist. Die Besonderheit der Uhr ist, dass wir hier analoge Zeiger haben mit einem Display im Hintergrund. Die Uhr wird dabei aber komplett hier über das Touch-Display bedient. Das heißt also, wir haben hier keinerlei Knöpfe an der Seite. Und bei der neuen Uhr ist es sogar tatsächlich so, dass wir die hier wireless laden können. Das heißt also, ihr könnt es auf jeden Skilader drauflegen und hier die Uhr indirekt laden. Das ist die erste Uhr von Garmin, die das Ganze hier unterstützt. Trotz des analogen Auftretens hat die Uhr dann doch einiges noch so im Hintergrund zu bieten. Wir haben hier zum Beispiel ein 24/7 Herzfrequenzmesser, der, wie der Name schon sagt, 24/7 euer Herzfrequenz messen kann, und auch ein Pulsoximeter ist bei dieser Uhr verbaut. Beim Pulsoximeter ist aber anders als bei den anderen Uhren, die ich dann noch weiter vorstellen werde. Dieser misst entweder nur, wenn ihr das Ganze dann auslöst, also wenn ihr direkt selber messen wollt, oder es geht halt nur in der Nacht. Darüber hinaus könnt ihr auch mit der Uhr ganz normal schwimmen gehen, also das ist auch kein Problem. Die Uhr ist hier bis 5 atm wasserdicht, das zieht sich hier durch die Serie durch. Das heißt also, auch hier sind, was das Schwimmen angeht, hier keine Einschränkungen vorhanden. Natürlich müsst ihr dann auch hier nicht auf die Garmin Body Battery verzichten. Die wird hier auch schon angeboten in der normalen Grundversion. Das ist so der menschliche Akku, der einfach zeigt, wie ist euer aktueller Zustand. Ja, solltet ihr vielleicht trainieren, solltet ihr eine Pause machen. Dazu gehört natürlich dann auch eine Stressmessung, die das Ganze dann auch nochmal erfasst, beziehungsweise auch mal euch zeigt, wie gestresst der Körper aktuell ist. Das ist vor allem interessant, wenn ihr jetzt krank werdet, dann kann man es sehr gut ablesen. Da geht euer Stress hoch. Das ist mit dieser Uhr dann hier auch möglich. Darüber hinaus bekommt ihr dann natürlich auch noch ein Schlaftracking. Da wird dann explizit aufgelistet, wie die Tiefschlafphasen sind, REM-Schlafphasen. Also das ist auch alles gewohnt dabei. Und ihr bekommt natürlich dann auch noch ein Kalorientracking. Da wird dann angezeigt, wie viel Aktiv- und Passivkalorien ihr verbraucht habt. Das basiert natürlich dann auf den Daten, die ihr hier bei Garmin eingebt. Also für die Passivkalorien müsst ihr natürlich dann die richtige Körpergröße bzw. euer Geschlecht angeben und auch euer Gewicht, damit das Ganze hier richtig berechnet wird. Ihr könnt dann hier in Garmin Connect dann auch über MyFitnessPal dann eure Kalorien tracken und habt so eine kleine Übersicht, damit ihr optimalen Kaloriendefizit hier verwalten könnt. Was natürlich zu Fitnessuhren auch dazu gehört, ist dann auch ein Schrittzähler. Hier ist ein Bewegungssensor verbaut, aber auch ein Etagenzähler ist dabei. Das Ganze wird dann hier über einen barometrischen Höhenmesser durchgeführt. Also hier müsst ihr auf jeden Fall darauf nicht verzichten. Ebenfalls bekommt ihr im Grundmodell auch schon mal ein Wetterwidget mit. Das zeigt euch einfach schon mal an, wie es in der nächsten Stunde das Wetter entwickelt. Es ist jetzt nicht so umfangreich wie bei anderen Garmin-Uhren, aber ich sag mal so, für den kleinen Überblick ist es auf jeden Fall ausreichend. Und last but not least habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier ein Flüssigkeitstracking zu betreiben. Da könnt ihr dann hier innerhalb von 250 Milliliter Schritten hier euer Flüssigkeit aufzeichnen und habt dann auch so einen kleinen Überblick, ob ihr dann genug getrunken habt über den Tag. Und da kommen wir auch schon zur ersten Einschränkung im Grundmodell. Die Uhr hat keine Anbindung an den Garmin Connect IQ Store. Was ist der Garmin Connect IQ Store? Das ist eine App von Garmin, die die Möglichkeit gibt, eure Garmin-Uhren zu erweitern, sei es in Zifferblätter, sei es in Apps oder auch in Datenfeldern. Das wird hier bei dieser Uhr nicht unterstützt. Aber auch auf Sportarten muss man bei dieser Uhr nicht verzichten. Sie bietet hier unter anderem Laufen, Indoor, Outdoor an, aber auch Gehen, Cardio, Radfahren und Yoga ist mit dabei. Dann ist aber das Ganze auch schon fast erschöpft. Also ihr seht, es ist wirklich nur ein Grundstock an Aktivitäten dabei. Der Rest wird dann über Sonstiges aufgezeichnet. Und es ist auch so, wenn ihr jetzt draußen laufen geht und GPS-Daten haben möchtet, das kann die Uhr jetzt alleine nicht. Also sie hat keinen GPS-Chip verbaut. Da müsst ihr dann euer Handy mitnehmen. Dann verbindet sich die Uhr hier mit dem Handy bzw. mit Garmin Connect. Und dann könnt ihr dann über das Handy hier GPS-Daten aufzeichnen. Das heißt also, die Qualität des GPS liegt dann nicht an der Uhr, sondern dann an der Qualität des Handys. Auf was ihr dann nicht verzichten müsst, sofern ihr natürlich das Handy dabei habt, ist dann auch das Live-Track. Das ist eine Sicherheitsfunktion von Garmin. Die bietet einfach an, wenn ihr jetzt einen Notfallkontakt hinterlegt, der bekommt dann eine E-Mail und er kann einfach verfolgen, wo ihr gerade unterwegs seid. Darüber hinaus ist dann noch eine Unfallerkennung dabei. Das heißt also, wenn euch was passiert, wird auch da der Notfallkontakt kontaktiert. Beziehungsweise ihr könnt dann auch einen Alarm auslösen. Also wenn ihr irgendeine Gefahrensituation seid, dann müsst ihr auf die Uhr drücken und dann geht wie gesagt ein Alarm raus. Da ist aber wie gesagt auch die Voraussetzung, dass immer das Handy dabei ist. Ja, für wen ist diese Uhr dann aber geeignet? Die Uhr ist für die Leute geeignet, die erstmal sagen, okay, ich möchte eine schöne, dezente Uhr haben, also eine normale Uhr, ohne dass es gleich direkt aussieht wie eine Sportuhr, und einfach sagen, okay, einen Schrittzähler möchte ich haben, aber auch einen Etagenzähler, und ich möchte vielleicht ein bisschen Sport machen, aber mir sind jetzt nicht die Daten so wichtig, sondern einfach, es geht nur um den Spaß, beziehungsweise, dass ich mich ein bisschen bewege.
Die zweite Zielgruppe ist dann vor allem für die Leute, die zum Beispiel hier solche Uhren tragen, wie zum Beispiel die Forerunner-Uhren oder auch die Phoenix-Uhren, die einfach sagen, okay, ich möchte jetzt, wenn ich einen Anzug anhabe oder wenn ich jetzt weggehe, möchte ich eine schöne Uhr haben. Weil es gibt ja die Möglichkeit, dass ihr sagen könnt, okay, das ist jetzt meine primäre Uhr für Fitness und ich habe noch eine primäre Uhr fürs Training. Da kann ich dann hier nochmal unterscheiden und kann einfach diese Uhr hier als Fitnessuhr nehmen, um hier meine Schritte bzw. meine Garmin Body Battery anzeigen zu lassen. Dafür ist es natürlich dann auch geeignet. Die nächste Steigung wäre dann hier in diesem Fall die Venue-Reihe, beziehungsweise in diesem Fall ist es die Venue 2 Plus, die ich hier liegen habe. Es gibt dann aber auch noch zum Beispiel die Venue 2 SQ oder auch dann die Venue 2 in der normalen Version, beziehungsweise dann natürlich auch die Vorgängermodelle. Die zeichnen sich hier besonders aus, dass hier ein OLED-Display verbaut ist. Die Bedienung erfolgt hauptsächlich über Touch, aber ihr habt natürlich auch an der Seite noch einen Knopf, beziehungsweise in diesem Fall sind es hier 3 Knöpfe bei dieser Uhr, wo ihr das Ganze dann auch nochmal etwas bedienen könnt. Aber wie gesagt, die Hauptbedienung ist hier Touch. Ihr müsst auf jeden Fall ein Freund vom Touch-Display sein. Vorab kann man sagen, alle Funktionen, die die VivoMove-Reihe anbietet, hat hier auch die Venue-Reihe. Es gibt hier nur einen kleinen Unterschied. Wir haben jetzt natürlich dann nicht die analogen Zeiger. Das Ganze ist dann hier nur mit einem Display digital angezeigt. Bei der Venue-Reihen habt ihr dann auch die Option, je nach Modell, also in dem Fall ist ihr bei der Venue 2 komplett dabei. Bei der SQ-Reihe gibt es dann die Music-Variante. Wie es der Name schon sagt, hier habt ihr dann die Möglichkeit, auch Offline-Musik mitzunehmen. Das heißt also, wenn ihr MP3s habt oder Spotify-Kunde bzw. Deezer oder Amazon Music nutzt, hier könnt ihr dann offline die Musik herunterladen und diese dann ja einfach hören, wenn ihr unterwegs seid und müsst dann nicht zwingend das Handy mitnehmen. Auch hier haben wir natürlich dann ein 24/7 Herzfrequenzmesser dabei und ein Pulsoximeter. Aber anders als bei der VivoMove-Reihe habt ihr dann hier die Möglichkeit, eine 24/7 Pulsoximeter-Messung durchzuführen. Das heißt also neben dem Schlaf als auch am Tag. Ihr könnt aber das Ganze natürlich auch so einstellen, dass es gar nicht nutzt, also dass es komplett abgeschaltet ist oder das Ganze dann hier nur beim Schlaf nutzt. Die Venue-Reihe unterstützt in diesem Fall dann auch den Garmin Connect IQ Store, wie schon anfangs erwähnt. Das wird hier gemacht. Ihr habt dann die Option, hier zum Beispiel Zifferblätter herunterzuladen, aber auch die Funktion der Uhren zu erweitern. Da ist zum Beispiel die Option, dass ihr, ja, wenn ihr navigieren wollt, hier von Komoot zum Beispiel eine App herunterladen könnt, die ihr dann hier für die Navigation nutzen könnt. Weil die Venue-Reihen bieten hier im Grunde jetzt keine Navigation an, aber so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, die Funktion zu erweitern. Darüber hinaus könnt ihr zum Beispiel auch den Stride Foodpod benutzen. Die Workout-App gibt es dann auch im Garmin Connect IQ Store. Da könnt ihr dann die Trainings durchführen, beziehungsweise wenn ihr jetzt Abonnent vom Stride seid, bekommt ihr dann die Workouts drauf, beziehungsweise auf die Uhr angezeigt und könnt hier dann die Workouts durchführen. Auch im Bereich der Konnektivität habt ihr dann mehrere Möglichkeiten. Ihr bekommt jetzt anders als bei der VivoMove-Reihe dann noch ANT Plus hinzu, beziehungsweise Bluetooth. Das heißt also, ihr könnt dann auch Leistungsmesser hier verbinden, also zum Beispiel beim Radfahren. Und je nachdem, welchen Brustgurt ihr da benutzt, entweder mit Bluetooth oder ANT+. Was hier nicht unterstützt wird, sind hier Laufeffizienzwerte. Das heißt also, wenn ihr jetzt einen Gurt habt von Garmin oder einen Pod und euch die Laufeffizienzwerte anzeigen lassen wollt, das geht hier mit der Venue-Reihe nicht. Und wenn wir schon beim Thema Chips sind, wir haben hier auch einen GPS-Chip verbaut. In diesem Fall ist es zum Beispiel GPS, GLONASS und Galileo, was hier verbaut ist. Und da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, auch wenn ihr Aktivitäten draußen aufzeichnet, hier ohne Handy rauszugehen und diese Daten dann hier per GPS-Chip aufzuzeichnen. Eine Besonderheit, die nur die Venue 2 Plus anbietet, ist dann auch noch die Möglichkeit, über die Uhr direkt zu telefonieren. Das geht aber nur auch hier in Verbindung mit dem Handy. Das heißt also, es wird eine Verbindung zwischen Uhr und Handy aufgebaut. Aber ihr könnt dann zum Beispiel ja, über die Venue 2 Plus Anrufe annehmen, beziehungsweise auch darüber telefonieren und müsst nicht das Handy auspacken. Und ihr habt auch die Option, hier Sprachassistenten zu nutzen, wie zum Beispiel Google Assist oder auch Siri oder Bixby. Das geht jetzt hier aber nur mit der Venue 2 Plus. Das ist die einzige Uhr, die das Ganze hier unterstützt. Aber die Möglichkeit ist dann hier auch vorhanden. Was die Sportaktivitäten angeht, so haben wir natürlich hier alle Sportaktivitäten, die wir auch schon auf der VivoMove-Reihe haben. Darüber hinaus bekommen wir dann auch noch hier Krafttraining hinzu oder animierte Workouts. Also hier werden dann wirklich Workouts animiert und angezeigt, wie ihr es durchführen könnt, zum Beispiel beim Yoga oder bei Pilates. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, Hallenlauf aufzuzeichnen, also wenn ihr laufen geht in der Halle. Aber auch Indoor-Rad ist möglich oder hier eine Golffunktion ist dabei. Das heißt also, wenn ihr golfen geht, könnt ihr das Ganze hier auch mit tracken. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt an den Funktionen, die die Uhr noch zusätzlich bietet. Ebenfalls hat ihr bei der Venue-Reihe dann auch die Möglichkeit, Trainings durchzuführen. Ihr könnt euch einmal bei Garmin Connect eigene Trainings erstellen und diese dann rüber transferieren auf die Uhr bzw. synchronisieren. Ihr könnt aber auch den Garmin-Coach nutzen. Das ist ein Coach, der euch für 5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon euch Workouts leitet. Das geht über mehrere Wochen und da könnt ihr entweder sagen, ich möchte zu einer gewissen Zielzeit das Ganze erreichen oder ich möchte eine gewisse Distanz erreichen, dass ich es überhaupt schaffe. Da bietet euch der Garmin Coach die Möglichkeiten und das wird dann auch hier von den Venue-Uhren unterstützt.
Und last but not least haben wir dann auch noch eine VO2 Max Messung, die angegeben wird. Falls euch das interessiert, das ist ebenfalls enthalten. Ja, was ist an dieser Stelle dann aber nicht dabei? Es sind alle Sachen dabei, die so etwas tiefer in die Sportmetriken gehen. Zum Beispiel haben wir hier keinen Trainingsload enthalten. Das zeigt euch einfach an, ob ihr im optimalen Bereich trainiert. Aber auch hier ein Trainingszustand ist nicht dabei, also wird nicht angezeigt. Und es gibt auch keine täglichen Trainingsvorschläge, wenn ihr zum Beispiel in Lauf-App hineingeht, der euch einfach hilft, hier euch weiter zu trainieren. Ebenfalls nicht enthalten ist dann auch der Leistungszustand. Das heißt also, da bekommt ihr dann hier auch keinen Überblick. Aber für wen ist die Uhr dann geeignet? Die Uhr ist wieder für alle die geeignet, die sagen, okay, ich möchte ein bisschen Sport machen und wie schon bei der Vivo Move sagen, okay, das ist jetzt nicht so wichtig, was die Daten angeht, die aber dann doch ein bisschen mehr Vielfalt haben wollen, was jetzt auch die Sportaktivitäten angeht, sei es zum Beispiel animierten Workouts und auch so ein bisschen Wert drauf legen, hier ein Display zu haben, beziehungsweise alles in digitalen Übersicht zu haben und jetzt auf ein analoges Display verzichten möchten. Und auch sagen, ich möchte hier auch mal rausgehen und GPS-Daten aufzeichnen, einfach so für meine eigene Statistik, dass ich sehe, wo ich überall unterwegs war. Da ist die Uhr auf jeden Fall geeignet. Ja, da kommen wir auch dann schon zur Forerunner-Serie, wie es der Name schon sagt, für Läufer. Und hier habe ich jetzt aktuell die 255 liegen, beziehungsweise die Forerunner 955. Es ist ja aktuell auch gerade die Forerunner 256 erschienen, beziehungsweise die 956. Das sind jetzt die Forerunner-Uhren mit OLED-Display. Die werde ich jetzt demnächst auch auf meinem Kanal testen. Die Review-Geräte sind ja quasi unterwegs. Falls dich das interessiert, dann lasst auch gerne ein Abo da, dass du hier die Uhren auf jeden Fall nicht verpasst. Ich werde mich jetzt aber mal auf die Uhren hier fokussieren, die jetzt hier auf dem Tisch stehen, also die 255 und 955. Die Funktion der neuen Uhren ist ähnlich, also da gibt es jetzt nicht keine großen Unterschiede. Und daher möchte ich jetzt einfach, wie gesagt, hier mal kurz auf diese Uhren eingehen. Ja, aber welchen Mehrwert bietet dann die Forerunner-Reihe? Wenn wir jetzt mal ganz kurz die 255 betrachten, wir bekommen hier einmal den Trainingszustand angezeigt. Das heißt also, ihr bekommt eine Übersicht, wie euer aktueller Leistungszustand ist, aber auch das Trainingsload wird angezeigt, also in welchem Bereich ihr trainiert, ob ihr jetzt übertrainiert seid oder vorm Aufbau habt oder vorm Aufbau. Das bekommt ihr hier auch mal detailliert ausgewertet. Darüber hinaus bekommt ihr dann noch einen HRV-Status mit dazu. Das ist die Herzfrequenzvariabilität. Das ist gerade für die Regeneration wichtig und interessant, weil es ist einerseits das lange Schlafen oder Schlafen ist eine wichtige Sache. Da ist natürlich auch nicht nur interessant, wie tief ihr schlaft oder wie eure Schlafphasen sind, sondern ja, wie sich das Herz dann immer wieder anpasst und wie ihr dann regeneriert. Und das bekommt ihr hier über die Herzfrequenzvariabilität raus. Und da bekommt ihr dann auch so eine kleine Übersicht. Es gibt dann so eine Skala nach 3 Wochen, die euch dann anzeigt, ob ihr hier im optimalen Bereich seid. Was wir dann neu hinzubekommen haben, ist dann auch noch das Wettkampf-Widget. Das ist ein Widget, da könnt ihr dann ja ein Datum oder ein Event hinterlegen und dann bekommt ihr für dieses Event ein separates Training angezeigt bzw. einen Trainingsplan. Ihr könnt dann sagen, ich möchte ein Ziel erreichen zu einer gewissen Zeit oder generell erreichen und auf dieser Basis bekommt ihr dann hier eine Auswertung bzw. einen Trainingsplan. Wie das Ganze mit dem Wettkampf-Widget funktioniert, das habe ich mal im Video vorgestellt, das verlinke ich dir oben mal. Das ist ein sehr, sehr interessantes Widget und finde ich wirklich eine starke Neuerung, die jetzt auch mit der Forerunner 255 hinzugekommen ist. Die Forerunner 255 bietet darüber hinaus dann auch noch die Möglichkeit, neben der VO2 Max euch auch noch hier eine Laufprognose anzeigen zu lassen. Hier bekommt ihr dann eine Übersicht, wie dann für 5 Kilometer, für 10 Kilometer, für Halbmarathon, Marathon eure geschätzte Zeit ist. Das Ganze basiert dann hier natürlich auf den Daten eures Leistungszustands und werden hier entsprechend dann hochgerechnet. Auch beim Thema GPS hat sich dann was geändert. Bei der Forerunner 255 bekommt ihr als die günstigste Uhr hier das Multiband-GPS hinzu. Das ist mit Abstand das beste GPS, was ihr von Garmin bekommen könnt. Das ist gerade interessant, wenn ihr im Wald unterwegs seid oder im Gebirge. Da bekommt ihr dann wirklich exakte Werte angezeigt, wo dann euer Track verlaufen ist. Und das ist nicht nur gut hier für die Daten, die dann aufgezeichnet werden als Linie, sondern auch natürlich dann hier für die Distanzmessung ist das hier ebenfalls hilfreich. Darüber hinaus bietet die Forerunner 255 auch die Möglichkeit, eine Navigation durchzuführen. Das Ganze basiert dann hier auf eine klassische Krümelnavigation. Das heißt also, ihr lauft einer Linie nach und ihr habt keine Karte dabei. Aber das Ganze wird so gut aufgezeigt, dass ja immer eindeutig klar ist, wo ihr dann langlaufen müsst. Und ihr habt dann auch die Möglichkeiten, hier zum Beispiel markante Punkte zu hinterlegen. Das geht dann in Garmin Connect, wie zum Beispiel eine Wasserstation oder eine Übergabestation. Aber auch natürlich Verpflegungsstation ist hier möglich. Das geht hier dann entsprechend auch. Auch bei den Sportarten erweitert sich die Uhr um einiges. Ihr bekommt zum Beispiel hier E-Bike hinzu oder Mountainbike mit unterstützt, aber natürlich auch das klassische Langlaufen, Rudern, also Outdoor-Rudern. Und natürlich ist ja auch die Möglichkeit, hier Multisport durchzuführen. Das heißt also, wenn ihr Triathleten seid, dann könnt ihr hier auf die Forerunner 255 zugreifen. Und das ist auch ein Grund, warum wir hier keine Forerunner 745 liegen haben. Das ist ja aus der vorherigen Serie.
Viele Funktionen der 745 sind jetzt in die 255 mit hineingekommen und das sieht man auch, es gibt dieses Zwischenmodell nicht mehr und daher würde ich, wenn ihr euch überlegt, eine 745 zuzulegen, doch vielleicht mal näher legen, euch die 255 hier anzuschauen, da die ja doch einige Funktionen hier auch mit beinhaltet und wirklich eine sehr gute Uhr ist. Und wenn wir beim Thema Sport sind, ihr habt dann auch hier die Möglichkeit, mehrere Datenfelder anzuzeigen, also bis zu 6 Datenfelder sind hier pro Seite möglich. Und es werden natürlich dann hier die Laufeffizienzwerte unterstützt. Das heißt also, wenn ihr jetzt einen Pro-Code verbindet oder einen Pod, dann bekommt ihr dann auch die vertikale Bewegung bzw. die Bodenkontaktzeit werden angezeigt. Das Ganze ist hier mit der Uhr ebenfalls möglich. Und ihr bekommt dann auch noch hier eine Wattmessung ans Handgelenk. Das könnt ihr dann drauf machen bzw. euch anzeigen lassen. Das macht gerade Sinn, wenn ihr in den Bergen unterwegs seid und jetzt sagt, okay, ich möchte nicht nach Pace trainieren, sondern nach Leistung. Das unterstützt die Forerunner 255 ebenfalls. Und hier wirft sich natürlich die Frage auf, was ist dann hier der Unterschied zur Forerunner 955? Das ist jetzt alles ganz grob, was ich sage. Bei der Forerunner 955 hat er einmal die Option, das Ganze auch in der Solarversion zu nehmen. Das heißt also, wenn ihr sagt, okay, ich möchte hier eine längere Akkulaufzeit haben, könnt ihr das Ganze hier auswählen. Die Solarpaneele sind hier an der Seite eingebaut, also die fügen sich hier wirklich sehr gut ins Display hinein. Ihr müsst jetzt auch hier nicht auf die Größe des Displays verzichten. Das ist hier auf jeden Fall gegeben. Darüber hinaus bekommt ihr noch ein sogenanntes Trainingsbereitschaft-Widget. Das ist auf der Forerunner 255 jetzt nicht dabei. Das Widget zeigt euch auf einen Blick, wie bereit ihr fürs Training seid. Dabei werden zum Beispiel die Daten wie Erholungszeit, Trainingsload, aber auch Schlafenszeit, sowohl jetzt der letzten Nacht als auch die letzten 7 Nächte und die Herzfrequenzvariabilität zu Rate gezogen oder beziehungsweise hier in einem Algorithmus zusammengerechnet. Und ihr bekommt hier einen einfachen Wert ausgewiesen, der euch einfach dabei hilft zu sagen, okay, heute sollte ich vielleicht nicht trainieren oder ja, jetzt kannst du mal wieder voll loslegen, du bist jetzt entsprechend ausgeruht. Ihr bekommt dann auch noch ein weiteres Widget, das nennt sich dann das Radfahrvermögen. Hier bekommt ihr so einen kleinen Überblick, wie ihr aktuell beim Radtraining unterwegs seid. Wichtig ist an der Stelle aber, dass das Ganze mit Leistungsmesser durchgeführt wird. Das ist aber dann egal, ob ihr das Ganze mit einem Indoor-Leistungsmesser macht, das heißt also mit einem Smart Trainer oder dann draußen mit Wattpedalen. Das ist hier dann möglich und dann bekommt ihr auch hier eine kleine Auswertung angezeigt. Ebenfalls darf dann hier auch keine Höhenakklimatisierung fehlen. Das ist so ab etwa 1000 Meter, bekommt ihr einen Wert angezeigt, der euch einfach ermittelt, gut, habt ihr euch an die Höhe angepasst, weil es ja so, wenn umso weiter höher geht, umso dünner wird die Luft, um es mal umgangssprachlich zu sagen. Und das wird hier so ein bisschen errechnet bzw. gemessen und dann wird auch entsprechend eure VO2 Max hier angepasst. Wir haben natürlich alle Funktionen der 255 auch in der 955, aber wir bekommen auch noch ein paar Aktivitäten mehr auf der 955. So haben wir dann zum Beispiel die Möglichkeit, hier Bergsteigen aufzuzeichnen oder auch Skitouren. Schneeschuhwandern ist dabei, aber natürlich dann auch Kajakfahren und Tennis oder Klettern ist hier ebenfalls möglich mit der Forerunner 955 aufzuzeichnen. Wie bei der Forerunner 255 haben wir natürlich auch bei der 955 eine Navigation dabei. Der Unterschied ist aber dann hier, dass ihr dann auch eine Karte dabei habt. Das heißt also, es ist nicht nur eine reine Krümelnavigation ohne Karte, nein, das ist quasi auch zwar eine Krümel-Navigation, aber ihr habt auf jeden Fall eine Karte hinterlegt und ihr könnt das Ganze hier mit dem Touch-Display, das ebenfalls hier verbaut ist, ja auch die Karte entsprechend einrichten, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid, ein Weg gesperrt ist. Da könnt ihr dann schauen, ja, was gibt es als Alternative und hier müsst ihr nicht extra das Handy herauskramen. Das geht hier mit der Forerunner 955 direkt. Ja, für wen ist dann die Uhren geeignet? Eigentlich ganz klar für alle Leute, die jetzt hier tiefer in den Laufsport reingehen möchten, weiter trainieren möchten, also noch tiefer trainieren wollen, weil wir haben ja auch die Möglichkeit tägliche Trainingsvorschläge, die wir bei beiden Uhren angezeigt bekommen. Das heißt also, ihr bekommt dann auch Trainingsvorschläge direkt angezeigt, damit ihr euch hier weiterentwickeln könnt. Hier müsst ihr euch einfach nur entscheiden, wie wichtig ist mir jetzt ein Trainingsbereitschaftswidget oder langt mir das Ganze, was die Forerunner 255 bietet. Gerade wenn ihr sagt, okay, Navigation ist für euch auch kein Thema, ohne Karte, das brauche ich alles nicht. Da ist auf jeden Fall die Forerunner 255 eine sehr gute Wahl. Das ist aus meiner Sicht auch, was Preis-Leistung angeht, die beste Uhr, die Garmin hier auf dem Markt hat. Oder wenn ihr dann natürlich sagt, okay, ich möchte mit Karten navigieren, da ist natürlich die Forerunner 955 interessant. Oder wenn ihr dann auch sagt, ich möchte hier das Trainingsbereitschaft-Widget haben oder noch ein paar Aktivitäten mehr, beziehungsweise dann auch mit Karten navigieren, ist natürlich dann die Forerunner 955 hier von Interesse. Ja, zu guter Letzt kommen wir dann auch noch zu den Outdoor-Uhren. Ich habe jetzt hier exemplarisch die Apex 2 liegen, beziehungsweise Phoenix 7X. Es gibt natürlich dann auch noch die Instinct-Reihe, das ist eine etwas einfacher gehaltene Uhr. Die hat nur ein Schwarz-Weiß-Display und ja, das Ganze auch kleiner gehalten, auch aber trotzdem sehr robust, gerade für den Outdoor-Bereich. Aber auch hier müsst ihr auf fast nichts verzichten, also ihr bekommt dann auch alle Sachen angezeigt. Also wie gesagt, alles, was in den anderen Uhren waren, ist jetzt in diesen Uhren auch enthalten. Also ich habe dann auch da hier tägliche Trainingsvorschläge oder auch Trainingsload und auch natürlich die Navigation ist hier mit an Bord.
Dann haben wir natürlich hier die Premium-Uhren, die das Ganze dann hier mit einem Farbdisplay haben. Wir haben hier einmal zum Beispiel ein Memory in Pixel Display bei der Phoenix-Reihe und bei der Apex-Reihe haben wir das Ganze hier dann mit einem OLED-Display verbaut. Da unterscheiden sich natürlich dann die Akkulaufzeiten. Also bei der Apex-Reihe sind wir so zwischen 3 und 5 Tagen, während bei der Phoenix-Reihe so etwa 3-mal so lang das Ganze geht. Es gibt dann hier auch noch die Tactix 7-Reihe und die Enduro 2-Reihe. Was zeichnet diese Uhren aus? Das ist ganz einfach. Die Uhren sind nochmal robuster verbaut. Also eine Vorne-Uhr ist schon doch etwas empfindlicher. Gerade wenn ihr in Bergen unterwegs seid, würde ich vielleicht nicht gerade dazu raten, auf eine Vorne-Uhr zu gehen. Das ist hier nochmal besser. Wir haben hier bei vielen Uhren, je nach Auswahl, dann auch ein Titaniumhäusig verbaut oder ein Saphirglas. Das heißt also, hier ist wirklich alles kratzfest und die Uhren haben hier durchweg auch alle ein Touch-Display. Ebenfalls bieten die Phoenix 7 bzw. Apex 2, Tactix 7 und Enduro 2 dann auch noch weitere Widgets. So habt ihr dann zum Beispiel die Möglichkeit, euch hier Gezeiten anzeigen zu lassen, also eine Ebbe und Flut natürlich. Und ihr habt dann auch die Option hier zum Beispiel ein Jetlag-Widget zu nutzen, das euch einfach hilft, wenn ihr auf der Reise seid, hier optimal euch für die Reise vorzubereiten. Das Ganze ist hier dann in den Widgets nochmal enthalten. Ebenfalls ist natürlich auch die Option, dann das Ganze über Garmin Connect IQ zu erweitern. Das ist, wie gesagt, bei allen Uhren dann ab der Venue-Reihe möglich. Bei der Tactix 7 kommt dann auch die Option hinzu, euch das Wetterradar anzeigen zu lassen, also für den Flug, weil die Uhr ist dann auch aufs Fliegen ausgelegt. Ihr habt dann auch eine Fliegoption bzw. eine Aktivität fürs Fliegen. Das ist aber nur speziell bei der Tactix 7. Das unterstützen hier die Phoenix bzw. Apex und die Enduro 2 an dieser Stelle nicht. Auch bei den Karten bekommen wir dann hier noch weitere Optionen. Wir haben ja dann auch die Möglichkeit, uns Skikarten anzeigen zu lassen. Das ist nochmal separat eine Extrakarte, die dann auf die normale Karte hinterlegt wird. Und da könnt ihr nochmal explizit die Pisten sehen, beziehungsweise dann, ob es eine blaue Piste ist, eine rote Piste. Aber auch die Gondeln sind dann angezeichnet. Also hier bekommt ihr dann wirklich nochmal eine kleine Übersicht über das Skigebiet und ist gerade hilfreich, wenn es mal mit der Beschilderung etwas schlecht ist. Und da könnt ihr dann auf den Uhren das Ganze hier nachschauen. Beim Thema Sportaktivitäten bekommen wir dann natürlich alle Aktivitäten hier Garmin anbietet. Also hier ist dann wirklich alles enthalten. Da kommt dann zum Beispiel noch Jagen hinzu, das ist eine Möglichkeit, oder auch Fischen ist eine Option. Aber auch natürlich alles, was im Bereich Segeln zu tun hat, also Segelsport ist enthalten. Aber auch so Sportarten wie dann Windsurfen oder Kitesurfen ist dabei. Und ihr habt auch Cyclecross oder Jumpmaster, das ist gerade interessant, wenn ihr jetzt Fallschirm springt. Da könnt ihr dann hier das Ganze dann auf der Uhr mitverfolgen. Und da sehen wir auch schon, für wen das Ganze ist. Das Ganze ist hier wirklich für den Outdoor-Sportbereich und zwar wirklich für den Outdoor-Sportbereich wie Bergsteigen, Bergklettern oder auch alles, was so ein bisschen robuster und rauer ist. Da sind auf jeden Fall hier die Uhren stark im Vorteil, aufgrund dadurch, dass einfach hier die Gehäuse schon viel besser verbaut sind und das Displayglas hier auch meistens mit Saphirglas geschützt wird. Einzig bei der Phoenix-Reihe müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil es gibt dann die Saphir Solar Edition, also das ist jetzt, was ich hier habe, auch hier mit dem Solarchip verbaut. Da habt ihr den Rundumschutz, sage ich mal. Einzig bei der Phoenix 7 und 7S, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier einen Displayschutz drauf zu machen, weil hier kann es schon mal dazu kommen, dass das Ganze hier verkratzt wird und es ist dann doch ein bisschen ärgerlich, wenn das dann hier passiert. Das Ganze sollte jetzt aber mal wirklich einen ganz grober Überblick geben. Es gibt noch viele weitere Funktionen, die die Uhren unterstützen. Ich habe bestimmt an irgendeiner Stelle irgendwas vergessen, was hier nochmal die Unterschiede sind. Es ging mir jetzt einfach mal um die Einordnung, welche Uhr bietet hier was oder auf was muss ich verzichten, wenn ich mich für diese Uhr entscheide. Und das sollte einfach hier, wie gesagt, hier so ein kleiner Rahmen sein, um das Ganze ein bisschen einordnen zu können. Alle Uhren, die ihr jetzt hier gesehen habt, bis auf die ViewMove Trend, wurden hier auf meinem Kanal auch schon getestet bzw. vorgestellt. Ich verlinke dir oben mal hier die Garmin-Playlist, da sind die ganzen Sachen enthalten. Wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir unten auch mal eine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du mal reinschauen. Da siehst du einfach, was sonst noch alles im Kanal stattfindet. Wenn das Ganze gefallen hat, lasst auch gerne einen Kommentar da. Könnt ihr mal schreiben, welche Uhr euch am besten gefällt, beziehungsweise welche Uhr habt ihr und was sind eure Vor- und Nachteile dieser Uhr. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.